Wer kann erst einmal sagen, was bedeutet Macht? Toni? Macht bedeutet, dass einer an der Macht steht, dass er die Führung hat und dass er über die Menschen oder Leute bestimmen kann. Gut. Adam? Der hat alles. Geschafft, was er wollte. Der hat alles. Also, ja, besiegt. Der hat alles bekommen, was er will. Der kann machen, was er will. Der hat also, wie soll ich sagen, der hat alles, was der macht. Also der kann alles machen, was er will. Der hat die Macht. Also, Der hat's in der Hand. der hat's in der Hand, was der will. Mathis, wolltest du noch etwas sagen? Zum Beispiel wie die Könige. Super, Adam. Aber wo können wir jetzt... Wir haben uns jetzt die Globalisierung anhand der Produktion einer Jeans angeguckt. Wo ist denn jetzt in diesem Geflecht Macht? Wo würdet ihr jetzt sagen, Macht? Da besteht Macht. Firma. Die Firma. Ich sammle erst mal, bevor ich es notiere. Gib mal weiter. Toni. Würde ich auch sagen, Firmen. Ja, ihr könnt jetzt auch noch etwas anderes sagen. Ich habe mehrere Zettel. Staat. Warum der Staat? Ich möchte ein paar Begründungen haben. Die schicken ja die Leute zum Arbeiten. Die zwingen ja die Leute zum Arbeiten. Die werden vom Staat bezahlt. Der Staat kriegt ja das Geld von den Firmen. Und der Staat bezahlt dann die Arbeiter. Also es handelt sich immer um den Staat. Arbeiter und Firmen. Okay. Worin besteht denn die Macht bei den Firmen? Ach so, ich meine jetzt Arbeiter auch. Ja, erzähl warum. Warum die Arbeiter? Ja, weil die das ja alles machen. Sonst können die nichts verkaufen. Aha. Die können ja nicht sagen von heute auf morgen, wir streiken. Wir machen nichts und dann gibt's keine Hosen. Super. Und dann liegt da nämlich auch die Macht der Arbeiter. Wo haben wir sie denn? Ach, da. Ja, können die nicht machen. Können die nicht machen? Warum können die das nicht machen? Weil die dann Schläge ohne Ende kriegen. Also wer hat dann deiner Meinung nach mehr Macht? Firmen und der Staat. Und warum? Weil die Firmen, da müssen die dann arbeiten. Und die Firmen, die arbeiten für die Firmen. Die Firmen haben die Macht. Die Firmen arbeiten mit dem Staat zusammen. Also wir in Deutschland arbeiten mit dem Staat da zusammen. Und danach. Und der Staat. Da sind die dann ja ganz anders. Sie können ja nicht sagen, wenn die schlagen und so. Und der Staat zwingt die Leute zu arbeiten. Die bezahlen die. Keine Ahnung. Nicht der Staat, die Firma eigentlich. Ich schreibe mal, die Arbeiter brauchen das Geld, okay? Fasst das nicht gut zusammen? Ja, Nimmst du mal weiter dran? Annika meldet sich die ganze Zeit. Annika? Die Menschen, ergo die Verbraucher, haben die Macht, weil, wenn die nicht einkaufen, werden Firmen auch nicht bestehen. Die brechen dann zusammen. Das ist wie so ein System. Aha. Wegen ihren Kaufentscheidungen schreibe ich jetzt mal, okay? Ihr könnt ja entscheiden, kaufe ich ein T-Shirt aus Bangladesch oder eins aus irgendwo, Fairtrade nennt sich das, gehandelt wurde und produziert wurde, wo vielleicht keine Kinderarbeit dahinter steckt. Ja, super. Das kostet aber mehr. Ja, da hast du natürlich recht. Das ist ja der Zwiespalt. Das wird dann natürlich mehr kosten. Alles einfach selber machen. Wenn die das machen, können wir das auch machen. Ja, dann kannst du auch loslegen mit deinem Webstuhl zu Hause und schon mal Baumwolle pflücken. Also wir sehen, Macht haben verschiedene Leute, aber in verschiedenem Maße. Warum hat nochmal der Staat Macht? Wer hat das gesagt? Dazu habe ich noch nichts aufgeschrieben. Da muss stehen, die können nicht streiken. Die Arbeiter könnten streiken und dadurch haben sie Macht. Hast du mir doch vorhin erzählt. Ich habe das gesagt. Ja, aber das dürfen die doch nicht. Sonst kriegen die Schläge. Da ist ja wieder die Frage, wer mehr Macht hat. Da hast du recht. Ich wollte das nur als Stichwort aufschreiben. Toni, du hast doch der Staat gesagt. Aber warum nochmal der Staat? Die Polizisten, die Länder? Ja, Toni? Der Staat, ja, überwacht das ja alles. Sieht man doch auch. Ja. Ja, die können theoretisch Vorschriften machen. Durch gesetzliche Vorgaben können die theoretisch das eingrenzen, wenn sie wollten. Gesetze schreibe ich mal als Stichwort. Ich gehe da mal weiter.